Also ich will das nicht bewusst irgendwie cool vor mir weghalten, so, sondern ich will das schon fühlen und ich fühle es auch. Und was ich fühle, ist eben schon einfach eine ganz brutale Wertschätzung, ja, von Land auf, Land ab. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was genommen wird. Also ich wüsste nicht, wieso ich weinen soll. Söderle. Schöne Bank. Boah. Puh. Ist alles nicht so einfach hier. Fertig. Sebastian Langkamp mit der Nummer 5, die 6, das ist Stefan Ries, die 7, Thomas Müller, Toni Kroos mit der 8. Ich habe in meiner Jugend, die werden nie erwähnt, ich habe in meiner Jugend Trainer gehabt wie Theon Kim Lim, einer meiner ersten Trainer, die wirklich auch viel gefordert haben, die mir die ersten Schritte beigebracht haben von Elementen, die ich auch im Profifußball wiederfinde. Ging es ums Thema Passschärfe, Positionierung, Passwinkel, Hinterlaufen, also wirklich Elemente, die ich meine ganze Karriere über gebraucht habe, habe ich da gelernt. Die Spieler, die hier sind, sind natürlich in gewisser Weise Talente und die wir natürlich auch entwickeln wollen, die wir weiterentwickeln wollen, wenn es geht, natürlich in den eigenen Profibereich. Mein A-Jugendtrainer, der war zum Beispiel schon immer so etwas mehr überzeugt von mir, als es vielleicht andere im Club waren. Meine Station ist auch nicht die letzte Station, sondern geht dann weiter in die zweite Mannschaft. Und der Hermann Gerland hat natürlich auch nochmal eine wichtige Funktion, diesen letzten Schliff eben nochmal zu geben, um dann den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Dementsprechend war ich für diese Unterstützung damals dankbar, dass er halt in mir das gesehen habe, was ich vielleicht auch in mir gesehen habe, was andere vielleicht noch gar nicht so erkannt haben. Da gehört zum Beispiel der Hermann Gerland dann dazu. Den musste ich erst überzeugen. Und das habe ich halt getan in relativ kurzer Zeit. Es ist immer ein gutes Gefühl, einen Spieler der Bundesliga zuzuführen. Und ein noch besseres ist es, wenn wir einen Spieler dem FC Bayern zuführen können. Und jetzt haben wir mit Thomas Müller und mit Holger Badstuber haben wir zwei überragende Spieler, die ein unglaubliches Niveau haben. Und ich denke, dass sie in 1 oder 2 Jahren hier beim FC Bayern Stammspieler werden können. Ich habe Thomas Müller erlebt. Ich konnte nie das voraussagen, was er jetzt geliefert hat, konnte kein Mensch der Welt. Der hat sich natürlich enorm weiterentwickelt. Der hat eine Nase, der schießt Tore, der ist immer da. Der ist laufstark, der kann köpfen, der will lernen, der ist immer da. Ich wusste, der Junge war gut. Ja, und nach meinem ersten Einsatz oder zweiten Einsatz für ihn habe ich gleich Tore gemacht. Dann hat er gesehen, okay, den können wir gebrauchen. Der hat ja alle überflügelt, der hat die meisten Titel geholt, ja, die meisten deutsche Meisterschaften. Also er hat eine unglaubliche Karriere gemacht, die keiner voraussagen konnte. Ich auch nicht. Worüber ich ihm im Nachhinein dankbar sein kann, ist, dass er natürlich sich schon dafür eingesetzt hat, dass der FC Bayern mich nicht locker leicht nach Hoffenheim gehen lässt. Aber der wollte mich natürlich nicht verlieren.
Unsere zweite Mannschaft ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein für den FC Bayern. Und wir haben ja einige hochgezogen, aufgrund dessen, dass die Nationalspieler gefehlt haben. Und wie die sich geschlagen haben, das war absolut beeindruckend, das war toll. Ob das ein Mehmet Kicci, ob es ein Thomas Müller war. Dann kam Thomas Müller so langsam ins Bild. Ich habe ihn immer bei der zweiten Mannschaft beobachtet, bin immer rüber, habe geschaut, was ist denn das für einer? Und waren noch 3, 4 andere von dieser zweiten Mannschaft mit dabei. Und die habe ich dann rübergeholt zum Training bei uns. Der hat mich das erste Mal mitgenommen. Also, der hat zwar danach nicht auf mich gesetzt, aber das Thema ist auch, es ist auch gar nicht so leicht, auf einen 18-Jährigen zu setzen, wenn du in deiner Mannschaft, wenn du merkst, okay, ich bin das erste Jahr hier. Und trotzdem hat er mir die Chance gegeben und in mir was gesehen. Thomas Müller war wissbegierig, war sehr ausgeglichen in sich selbst. Er hat ja seine eigene Spielweise. Das kann ja keiner Thomas Müller kopieren. Damals auch schon, weil er einfach diese Nase hat, im richtigen Moment am richtigen Fleck zu sein, das Richtige zu tun, immer strategisch einfach zu denken. Er folgt, so denke ich jetzt mal, immer einfach seinem ersten Gedanken. Und der erste Gedanke ist zumeist immer der richtige im Fußball. Und das hatte der Thomas schon damals in sich drin. Das ist ihm gegeben oder das hat er sich selbst entwickelt. Und so hat er bei sich diesen großen Namen auch gemacht und diese große Karriere. Jupp Heynckes war für mich zum Beispiel auch, sogar als er von Jürgen Klinsmann übernommen hat, vielleicht sogar wichtiger als dann danach, für mich als individueller Spieler. 2009 war ich 6 Wochen beim FC Bayern und dann habe ich den Thomas gesehen, habe ich ihn auch mit ins Aufgebot genommen und ist auch eingewechselt worden. Da hat er mir das Vertrauen geschenkt, mich auch ein paar Mal einzuwechseln und zu sagen, okay, ich schaue mir auch die Jungen mal an. Wollte mich ja dann auch mitnehmen nach Leverkusen. Da bin ich 2009 zu Bayer Leverkusen gewechselt und dann habe ich den Hermann Gerland angerufen und habe gesagt, Hermann, ich möchte den Thomas Müller, möchte ich gerne haben. Hat er mich angerufen? Ja, das stimmt. Hat er mich angerufen. Nee, ich sag, Jupp, das kann ich nicht machen. Nein. Den bekommst du nicht. Das habe ich dem Louis van Gaal schon gesagt, dass das ein Juwel ist. Louis van Gaal war natürlich ein besonderer Trainer. Du musst auch sehr viel liefern unter ihm. Also du musst bereit sein, auch zu leiden. Louis war auch so ein Mensch, dem bist du eigentlich gefolgt. Er war ein Anführer, er war sehr straight, gerade raus, ehrlich. Also auch Dinge, mit denen ich halt auch sehr viel anfangen kann, muss ich sagen. He was a player who was playing between the lines. He was also a player who could attack, but also could defend and also could press. But the youngsters you have to develop. It's not that Müller played the first match fantastic. No. Ich glaube, wirklich in den Anfangsjahren war ich nicht ganz sicher, ob ich für dieses Top-Level wirklich gut genug bin. Das erste Trainingslager war in 2009 in Donaueschingen. Louis hat ihm vorausgesagt, wir geben nach dem Training Autogramme zu den Fans. Und da kommt der Thomas Müller auf mich zu, mit Holger Badstuber, und er sagt zu mir, aber was machen wir dann? Denn kein Mensch war interessiert an ihr Autogramm. Kein Mensch. Diese Unsicherheit war immer nur bis zur Tür, bis zu meinem Türsteher vorhanden, der mein Selbstvertrauen bewacht hat. Also da habe ich Gott sei Dank immer einen guten Türsteher gehabt und einen großen Raum mit sehr viel Selbstvertrauen.
Also es war eine große Halle. Aber dementsprechend brauchst du natürlich auch einen, der da steht. Und diese realistische Unsicherheit, okay, hier können ja alle sehr, sehr viel. Also wir sind auf höchstem Niveau. Dann habe ich gesagt, Thomas, geh rein und mach, dass die alle in einem Jahr dein Autogramm unbedingt haben wollen. Dann hat er so ein bisschen den Kopf geschüttelt und ist schon reinmarschiert, ganz lange vor den anderen. Da machst du dir natürlich schon dann deine Gedanken, aber dafür haben halt meine Sachen, die ich dann sonst so gemacht habe, halt trotzdem gut funktioniert. Wo ich dann selber schon gemerkt habe, hey, die anderen bestärken dich auch darin, die sehen, hey, mit dem funktioniert's und dann glaubst du es auch. Einem Jahr später war er Torschützenkönig bei der WM in 2010 und dann wollte die ganze Welt sein Autogramm haben. Natürlich ist es Wahnsinn, was in der Saison passiert ist. Den Aufstieg habe ich mir auch nicht so ausgemalt. Aber ich nehme es einfach so, wie es kommt und freue mich einfach. Natürlich das erste Jahr, wenn wir jetzt das 2009, 2010 als mein erstes wirkliches Jahr nehmen, das war natürlich tatsächlich unglaublich, gegipfelt dann mit dieser Weltmeisterschaft. Thomas, das wird dir ein Ding machen. Thomas, wer hat dir... Noch keiner. Ja, noch keiner. Er wurde nominiert, aber ich werde ihn wieder nicht raus nominieren. Also ich bin ganz froh über die Nominierung. Okay, wer hat dir die Nachricht überbracht? Glückwunsch. Fastnacht ist rum, komm, lass dich drücken. Der Schweini hat sie mir überbracht. Wann? Bitte? Thomas, morgen machst du die Nutella-Werbung schon. Ja. Oh, geh hin. Ja. Ich war immer ein sehr guter Spieler, ich war auch Jugendnationalspieler, bla bla bla, aber ich war normalerweise nicht der Spieler für die individuellen Preise. Bei Hallenturnieren oder sonst was. Das habe ich schon nach einem Monat gesagt. Haben Sie mich ein bisschen sicher? Sind Sie sicher, dass ich Sie ausgelassen? Ein bisschen von, das ist, Laufe ist nicht. Also Thomas, erzähl uns mal, wer hat dir die freudige Nachricht überbracht? Schweini um 10:17 Uhr. Wie kam das? Warum wusste er das? Ich weiß nicht genau, vielleicht war schon auf den Handys drauf, ich habe da nicht drauf geguckt. Es lag ja schon in der Luft ein bisschen, aber ich freue mich natürlich. Der Bundestrainer hat dich noch gar nicht angerufen? Bisher noch nicht, vielleicht ist auf dem AB was drauf, aber ich bin da ganz ohne Erwartungen, fahre ich hin. Ich versuche mich einfach in die Mannschaft gut zu integrieren und was rauskommt, werden wir sehen. Ich war immer wichtig für meine Teams, aber dass ich zu einer Weltmeisterschaft fahre und da als wirklich Torschützenkönig und bester junger Spieler wiederkomme. Also bei Bayern war ich ja auch, sage ich mal, ein Shootingstar, jung und hat es in die erste Elf geschafft in der Konstellation. Thomas, eigentlich denke ich, dass der Hermann Gerland hier stehen muss. Er hat die guten Augen gehabt und wir haben keine Zeit verloren, dass sie bei mir trainieren könnte. Und ich glaube, dass ich auch einen Beitrag geliefert habe, aber Sie haben das verdient. Dankeschön. Gratuliere. Dankeschön. Wir haben fast das Triple geholt in meinem ersten wirklichen Profijahr. Da denkst du natürlich dann, okay, das ist ja normal hier läuft's.
natürlich 2011, 2012, in dem uns die Dortmunder natürlich nicht nur geärgert haben, sondern eigentlich auch gezeigt haben, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und da hat man schon zu knabbern. Gerade wenn ich mich an das Pokalfinale 2012 auch erinnere, da haben wir ja richtig einen auf die Mütze bekommen. 5-2 verliert man beim FC Bayern nicht alle Tage und da muss man natürlich erst mal runterschlucken. Das Gute ist, dass wir eben jetzt ein Riesenspiel noch vor der Brust haben. Dort hinten hat es stattgefunden. Halbfeldflanke Toni Kroos. Ein Kopfball, wie er im Lehrbuch steht. Also nicht. Man sieht es ungefähr im 16er oder am 16er, als dann die Jubeltraube der Spieler, als sie meine Mitspieler mich zu Fall gebracht haben. Und wenn man in diese Augen schaut, es war eine unglaubliche Energie in diesem Moment. Aufgebaut natürlich über die Tage vor diesem Finale. Also in der ganzen Stadt los war diese Tragweite, man hat die gespürt. Und ich glaube, es war wirklich ein Moment der Erlösung. Wenn ich mir als Künstler dann was malen müsste, dann würde ich natürlich helles Licht von oben reinbringen. So hat sich dieser Moment angefühlt. Ja, also das war schon wieder erlebenswert. Aber ich glaube, das wird schwierig. Dieser Kern der Mannschaft, der 2010 von Louis van Gaal geformt wurde, der ist in dieser Zeit weiter gewachsen, ist zusammengeblieben mit all den Schwierigkeiten. Und dass wir dann so zurückkommen 2013, nicht nur, weil wir die Champions League gewonnen haben, sondern diese ganze Saison war wirklich von einer Dominanz geprägt, von einer Freude, von einer Energie. Ja, das hat man selten zuvor gesehen und wird man auch selten danach sehen. Ich glaube, wir hatten noch Handschuhe an, als wir Meister wurden. Also zumindest der Basti Schweinsteiger, der war immer so ein bisschen empfindlicher. Und dann, dass wir es wirklich 2014 auch mit Teilen dieses Bayern-Kerns eben geschafft haben, für Deutschland ja, die Weltmeisterschaft zu holen in Brasilien. Das war natürlich ein unglaublicher Abschluss dieser Generation. Deutschland ist Fußball-Weltmeister und wir sind stolz, dass 7 Spieler des FC Bayern München ihren Teil in der deutschen Nationalmannschaft dazu beigetragen haben. Thomas war immer einer, der 100% gegeben hat im Training, aber natürlich auch im Spiel. Und er ist vorangegangen im Spiel und hat versucht, seine Mitspieler besser zu machen und voranzutreiben eben. Ich glaube, das ist eine große Eigenschaft, was man braucht, wenn man Führungsspieler sein will und die Mannschaft verbessern will. Und das hat er tagtäglich gemacht. Und was natürlich wichtig ist, er war wenig verletzt, er war immer da, er war sehr, sehr zuverlässig. Das ist vielleicht auch ein Thema. Warum war ich nie verletzt? Ich war verletzt. Ich sehe den Ursprung bei einer Situation. Michael Rensing war im Tor des 1. FC Köln. Und ich gehe da irgendwie in den Zweikampf und bin dann hingefallen und auf die Schulter gefallen und hatte dann ungefähr einige Monate, Schmerzen im Bizeps und in dieser Region. Das war so ein Nervenschmerz.
Ich wusste nie genau, was es ist, wie es ist, habe es nicht genau anschauen lassen, weil es war halt erträglich, aber jetzt nicht angenehm. Und dann gab es irgendwann eine Situation bei so einem Training nach einem Spiel, haben wir oftmals Basketball auch mal gespielt, so, und dann habe ich mit dem Jerome Boateng eine Situation und habe so einen ausgestreckten Arm und Jerome war ja auch sehr stabil von der Statur her und dann laufe ich in ihn rein und auf einmal war der Schmerz weg. Haben mir nichts dabei gedacht und 2 Wochen später sagt ein Physio zu mir: Du Thomas, dein Arm schaut aber komisch aus. Und da ist quasi hier, also ich kann das einmal vorführen vielleicht. Das sieht ein bisschen eklig aus, aber da ist hier quasi ein Loch, das da nicht hingehört. Und dadurch ist aber der Muskel rutscht dann so runter und ich habe da nicht mehr ganz so viel Kraft wie vorher. Man nennt das Popeye-Syndrom. Das Popeye-Syndrom, das entsteht dann, wenn man sich den Bizeps abreißt. Ich habe mich aber entschieden, die OP damals nicht zu machen, weil da wäre es 3 Monate raus gewesen. Weil wenn das frisch vernäht ist, dann ist das so empfindlich, kann es nicht laufen und so weiter und so fort. Weil mir damals viel wichtiger war, und wahrscheinlich wäre es mir heute auch noch wichtiger, verfügbar zu sein. Du kämpfst ja jeden Tag um deinen Platz. Und ich wollte auf keinen Fall da 3 Monate ausfallen, weil mein Bizeps schöner sein soll. Weil ich habe jetzt so, wenn ich kein Gewichtheber werden will, habe ich nicht wirklich Nachteile. Optisch vielleicht ein bisschen. Und ja, also ich bin auch verletzt gewesen. Am Ende musst du immer einen Weg finden, dass du wichtig bist fürs Team und wichtig bist für den Trainer. Du musst ihm Gründe liefern, warum er dich spielen lassen soll. Es geht einerseits natürlich darum, immer leistungsbereit zu sein. Und andererseits auch darum, eben immer wieder deine Nische zu finden. Weil jedes Team ist anders, jeder Trainer lässt anders spielen, jeder Trainer setzt auf unterschiedliche Attribute, Fähigkeiten, Spielstile. Und nicht jeder Spielstil passt vielleicht so von Natur aus zu dir. Bestes Beispiel vielleicht Pep Guardiola. Als der kam, war für mich klar, Pep Guardiola ist nicht ein Trainer, der dich als Spieler erstmal gut findet. Im Sinne von, den hole ich woanders hin, weil der kam von Barcelona, da haben die wirklich Tiki-Taka, Kurzpass, technisch, jeder Pass hat da gepasst. Und ich konnte mich ja schon immer einschätzen und natürlich, bei mir hat nicht immer jeder Pass gepasst. I like the players to do something in the position what they have to do. Und trotzdem hat er natürlich gemerkt, dass ich leistungsbereit bin. Ich bin da, auch um zu lernen. Ich bin da, um ihm etwas zu geben, was er vielleicht gar nicht gesucht hat. He's a free instinct and you have to go there and move wherever you want. Maybe I took a little bit time to understand him. Jeder Trainer hat auch immer erst mal ein bisschen Zeit gebraucht, um mich ganz zu verstehen oder um meine Fähigkeiten so zu verstehen, dass er gesehen hat, oh, das bringt er vielleicht in der Gesamtkonstellation dann doch mehr. Und ich kann es nicht sagen, dass da ein Geheimrezept gibt, aber ich habe es halt immer wieder geschafft. Einfach, ja, vielleicht auch eben durch Beharrlichkeit. Ich war nie so eingestellt, dass wenn ich das Gefühl hatte, ich bin außen vor oder ich habe das Gefühl, man setzt vielleicht nicht so auf mich, dass ich dann halt weggebrochen bin, sondern ja, dann zeige ich es ihm morgen halt wieder. Dann zeige ich es ihm halt wieder. Manchmal muss man auch beharrlich dranbleiben, bis der Trainer dann auf eine andere Idee kommt oder bis er es sieht. Gerade im letzten Jahr unter Pep kannten wir uns ja, sagen wir mal, dann mit am besten in dieser ganzen Periode. Und er wusste genau,
wo er mich positionieren will, damit er denkt, dass ich da am besten funktioniere. Und ich wusste auch genau mittlerweile, wie sein Spielsystem funktioniert und wie ich zu funktionieren habe. Und da war danach klar, ein ganz klarer Bruch. Wir haben einen neuen Trainer bekommen und im Nachhinein betrachtet war das halt so, dass Carlo Ancelotti vom Gefühl her kannte mich aus der Nationalmannschaft. Und gefühlt, so war mein Eindruck, hatte der den Eindruck, als ob ich irgendwie einen Rechtsaußen auch darstellen kann. Und kann ich auch in gewisser Weise, wenn die Spielertypen um mich herum passen. Bei Carlo Ancelotti hatten wir aber eher so ein System, dass die Außen oft eher isoliert gespielt haben. Und dass jetzt da nicht meine Stärken so richtig zum Tragen kommen, sondern vielleicht auch eher meine Schwächen. Das war dann für mich eigentlich nur logisch. Müller is an important player for us. I know his history, but we have a lot of important players here, and so, as I said, I cannot think to play all the season with only 11 players. There will be a rotation. Sometimes Müller is going to play. Sometimes Müller going on the bench. When one player doesn't play, of course, he's not happy. I understand really well. And Thomas is really professional, really serious, and of course, he complained a little bit. Unsere Mannschaft war nicht mehr so organisiert ins kleinste Detail auf dem Platz. Es war nicht mehr so viel Schach. Und mir hat Schach immer gut getan, weil wenn ich weiß, wo meine Spielpartner stehen, dann kommt meine Systemspieler, Kombinationsspieler, Attribute kommen da natürlich viel besser zum Tragen, als wenn mehr Freiheit auf dem Platz herrscht. I know really well the quality. We spoke a lot about the quality of Thomas. Intelligent, good, tactisch, humble, unselfish. This is the quality. Unsere Nummer 25 und der Mann heißt Thomas. Es wird ja immer auch geschrieben, anarchische Züge von Thomas Müller tun dem Spiel gut, dieses Chaos, da den Überblick zu bewahren. Vielleicht ja, vielleicht war auch ich manchmal der das Chaos vielleicht dann gemacht hat und der manchmal, zumindest von außen gesehen, Dinge gemacht hat, wie er wollte, die in keinem Lehrbuch stehen. Sehe ich immer ein bisschen anders. Aber selbst wenn wir die These stützen wollen, dann hat das natürlich für mich immer besser funktioniert, wenn ich das Anarchische gemacht habe und der Rest aber organisiert war. Weil dann wusste ich, wo meine Anlaufstellen sind. Wenn nichts organisiert war und alles so ein bisschen Free Willy war, dann war natürlich der individuelle Spieler immer mehr von seinen individuellen Fähigkeiten abhängig, allein ein Dribbling zu gewinnen und so weiter und so fort. Und das ist meine Erklärung so ein bisschen auch dafür, dass es da jetzt für mich nicht so super gelaufen ist, individuell, weil das Setup aber auch für mich nicht so gut gepasst hat. Und dafür war ich immer individuell nicht gut genug, weil ich nie eben dieser Einzelspieler war. Ja, also dann würde ich vielleicht sagen, dann kam so der nächste Schwung. Die jetzigen, sagen wir mal, 95er, Kimmich, Goretzka, Gnabry. Dann in welche Kamera darf der Junge sprechen? In die? Ja, hallo Thomas. Was werde ich am meisten vermissen? Mit Sicherheit die Diskussion mit dir. Ja, du warst immer ein guter Partner, um über irgendwelche Themen mit dir zu streiten. Nie gestritten. Aus meiner Sicht haben wir nie gestritten. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt kommt das sehr spannend. Lieber Mulli, wo fange ich an? Es war mir eine Riesenehre, mit dir zusammenzuspielen, mit dir die Kabine zu teilen. Ein Seeräuber.
Ich schätze sehr deine Ratschläge auf dem Platz, neben dem Platz, was vor allem den Fußball anging und auch sonst die Gespräche, die wir hatten, vor allem jetzt hinten raus. Servus, lieber Tommy. Hey, Joko. Leider gehen 10 Jahre zu Ende. Wir hatten ja, sehr, sehr tolle Momente, auch ein paar schwierige Momente. Wenn ich sehe, wie du jeden Tag hierher gekommen bist, die 10 Jahre lang, ja, war das schon ein Vorbild, mit welcher Freude du das Ganze angehst. Das habe ich bei dir ja, bis zum Ende gespürt. Ich wünsche dir für die Zukunft, dass du ja, was findest, was dir genauso viel Spaß macht wie das auf dem Platz vielleicht. Das wird schwierig. Bis dahin, haltet ihr euch einen Steifer. Ja, kann ich dann an ihn zurückgeben. Also ich bedanke mich auch für die Zeit, aber das weiß er auch. Und zu der anderen Thematik da. Das ist ja das Schöne im Sport, dass da dieser Kampf, die Competition, es geht nicht um Leben und Tod. Es geht darum, schaffst du es dich halt dort durchzusetzen, wo du es gerne hast. Und ich glaube, wenn man nicht diese Absolutheit und dass das alles dann immer ganz so schlimm ist, wenn man das nicht hat, dann gibt es auch nichts, wovor man sich fürchten muss. Sondern mir ging es halt immer darum, einfach ja, einfach alles zu geben und am nächsten Tag gibt es wieder eine Chance und dann probieren wir es wieder. Man stößt ja immer irgendwie an Grenzen. Ja, Beispiel dann, natürlich habe ich, weiß ja auch jeder, als ich unter Niko Kovac im 2. Jahr dann, als Coutinho frisch geholt wurde, habe ich ja wirklich, ich weiß es noch sehr genau, weil dann, wenn du natürlich nicht spielst, dann machst du dir natürlich viele Gedanken drüber. Ich glaube, ich stand 7 Spiele hintereinander nicht in der Startelf. Und das bedeutet ja quasi, okay, in englischen Wochen sollte ja immer mal die Möglichkeit sein, selbst für den 1B-Kandidaten, dass der mal von Anfang an spielt, weil es einfach auch Sinn macht, immer mal wieder so ein bisschen zu rotieren. Stand ich nicht in der Startelf, okay, Trainer darf das gerne so entscheiden. Ist auch gar kein Thema. Also ich finde, er hat die Dinge immer ganz gut eingeschätzt, nicht irgendwie größer oder kleiner, sondern immer ja, sehr, sehr realistisch und war vom Mindset her immer ja, top eingestellt auf jede Situation, die kommt. Egal, ob das jetzt ein Spiel, ein Training oder ja, irgendeine Challenge ist. Du musst dich als Spieler immer wieder anbieten und schauen, dass er dich aufstellt. Aber natürlich bin ich zum Verein gegangen und habe gesagt, lieber Verein, meine Situation ist jetzt so, wie sie gerade ist. Die gefällt mir nicht. Natürlich trage ich sie mit und gebe jeden Tag mein Bestes. Und wenn ich wieder spielen darf, haue ich mich rein. Und wenn ich nicht spielen darf, haue ich mich auch rein. Aber ich würde mich natürlich dann gerne verändern, weil wenn ich die Situation hier nicht verändern kann, dann muss ich mich selbst verändern. Wir hatten ja wirklich Probleme in der Meisterschaft, Probleme grundsätzlich rund um den Club, Kritik. Spieler wurden in Frage gestellt, logischerweise, wenn es nicht läuft. Wer spielt, sind die Spieler. Natürlich wurde auch der Trainer in Frage gestellt, Niko Kovac. Und dass wir das dann so geschafft haben, also das konnten wir ja auch nicht wissen. Auch der Club konnte das nicht wissen, als er Hansi Flick dann zum Cheftrainer gemacht hat. Das war natürlich für mich individuell und für uns als Team ja, ein enormer Turnaround. Wir werden mit Sicherheit das eine oder andere an Veränderungen vornehmen. Ich will natürlich auch eine Mannschaft haben, die auf das Spiel am Samstag auch schon eingespielt ist. Und deswegen wird auch Javi Martinez spielen. Das kann ich Ihnen sagen. Auch Thomas Müller wird spielen. Innerhalb eines Dreivierteljahres von großen sportlichen Schwierigkeiten hin zu absoluter Dominanz. Diese Periode, wo wir dann in der Bundesliga brutal dominiert haben. Wir sind ja quasi, also das war auch ein bisschen wie im Rausch. Über einem 8:2 gegen Barcelona bis hin zum Champions-League-Sieg. Alle diese Spiele waren von so einer Energie und Dominanz geprägt.
ja, das ist für mich, das war schon ein sehr besonderer Zeitraum. Also ich muss auch sagen, unter Hansi habe ich 2 Saisons in Folge an die 20 Tore vorbereitet. Das sind, was Torvorlagen betrifft, auch absolute Rekordzahlen. Und ja, das war nicht selbstverständlich. Also er hat da schon auch was mit mir gemacht. Es ist einfach ein Spieler, den man gerne in seiner Mannschaft hat, der sehr viel für die Mannschaft auch gibt und der immer den, der besser positioniert ist, auch sieht und darum auch sehr viele Assists hat. Deswegen ist es ein Spieler für mich, der immer in dieser Mannschaft auch spielen muss. Du brauchst als Mannschaft immer auch Spieler, die was ganz Besonderes können. Aber für die Basis für Erfolg ist, wenn du Spieler hast, die konstant Leistung abrufen können. Also es ist die Note 3, wenn einer mit einer Note 3 durch die Saison fahren kann, von Spieltag 1 bis 34, dann ist du brauchst mehr von dieser Sorte, als von denen, die einen Einser haben und dann wieder 3 Spiele im Fünfer. Und ich habe mich immer eher zu der Dreier-Kategorie gezählt, die schon immer wieder zu einer 1 abgetaucht ist, aber auch halt immer brauchbar war. Dieses Thema underrated habe ich mich nie gefühlt. Das Einzige, was immer so ein bisschen, wo ich gerne mehr dagegen gesprochen hätte, aber die Diskussion hat mir damals nicht weitergeholfen oder wollte ich auch gar nicht führen, ist, Technik ist nicht Dribbling. Natürlich sind Dribbler und vor allem Spieler mit überwindendem Dribbling, die ja wirklich an einem vorbeigehen können. Die sind das Salz in der Suppe und die gibt es ganz, ganz selten. Und dementsprechend sind das dann die Techniker, von denen man spricht. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass ich von den Basiselementen ja schon eine sehr, sehr gute Technik eigentlich hatte und habe. Das ist ein alter Schuh, muss man wissen. Sieht zwar immer noch top aus, das alte Modell oder die alte Farbe, aber ich habe meine Einlagen daheim liegen lassen. Da muss ich improvisieren. Oh, ist der geil! Das war wirklich der Beste, den ich glaube je von. Ja, ich glaube aber wirklich auch. Also das war eine. Und wenn der Levi mal nichts sagt, ist das gelobt genug. Ja! Der war gut. Jetzt bin ich nah dran, Männer. Ich bin nah dran. Ja, aber gut, es geht ja darum, dass ich dieses Gefühl einspeichere und mit was verbinde. Das hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen. Und für mich persönlich natürlich nochmal jetzt ein letzter Abschnitt, der geht jetzt vielleicht dann, nachdem Hansi Flick weg war, los, dass einfach dann, ja, da war ich ja dann auch in meinen Anfang 30ern, wurden die Spielzeiten auch ein bisschen weniger, wurde meine Rolle sozusagen auch im Team auf dem Platz nicht mehr ganz so verantwortungsvoll, einfach eben aufgrund auch der sportlichen Rolle. Das war dann eher so ein Fade-out. Soll ich einen Pulli holen? Thomas Müller, he's talking to everyone. He's influencing every player with his experience, and he knows what every player has to do. Er spielt jetzt das 760. Spiel für den FC Bayern München. Das ist absoluter Rekord. Danke, Thomas Müller.
ich das irgendwo hinhalten? Aber ich schreibe nur auf, ich zeige das keinem. Vor dem Champions League Finale standen wir unten zusammen in der Kabine bzw. im Kabinengang. Und ich habe ihn gefragt, ob er nervös ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer der wenigen Momente war, wo er wirklich nervös war. Und seine Antwort war aber selbstverständlich, versteht die Frage gar nicht. Aber ich meine, da erkannt zu haben, dass er auch mindestens mal eine positive Anspannung hatte. Und das hat mir neben ihm auch ein gutes Gefühl gegeben. Man wächst hinein, man wird zu etwas, man stellt dann auch etwas nicht nur für sich selbst dar, sondern auch für andere. Und das bespielt man dann auch, aber natürlich wirst du ja auch geprägt von dem, was da auf dich einprasselt, sowohl in internen Gesprächen, sowohl von Medienseite, extern, Informationsflut. Wer bist du? Es wird ja ständig neu, deine Geschichte, wer du bist als Fußballer und dann eben auch als Mensch, wird ja ständig neu geschrieben. Und da versucht man sich natürlich als Mensch dann doch irgendwo zurechtzufinden. Und irgendwo bin ich aus meiner Sicht immer authentisch geblieben und fühle mich nicht als Fake. Und trotzdem gehört natürlich auch im Showbiz ein kleiner Fake auch immer dazu. Ob bei der Körpertäuschung auf dem Fußballplatz oder bei einer taktischen Gegenfrage im Medienzentrum. Thomas, auch an dich die Frage, welche Rolle hat die Hitze gespielt? Lag es daran? Oder gibt es noch andere Faktoren? Das ist deine Analyse. Es kam vieles hinzu, aber die erste Halbzeit war schon sehr, sehr mau für Bayern-Verhältnisse. Stimme ich zu. Die zweite Halbzeit. Da war es ja genauso heiß, oder? Es ist ein Teil von mir, den ich natürlich auch mag. Es ist auch ein Spielfeld. Das Spielfeld endet halt nicht auf dem grünen Rasen, sondern es geht halt auch weiter. Wie hast du dich heute auf dem Platz gefühlt? Du weißt, es sind jetzt deine letzten Champions-League-Spiele in der Allianz Arena. Wie war das für dich? Ja, das war ehrlich gesagt nicht so sehr präsent. Ich habe mich natürlich in dem einen Moment, wo du dann das Tor machst, fühlst du dich natürlich sehr, sehr gut. Und trotzdem ist es abgelaufen wie jedes andere Spiel auch. Es war jetzt auch nicht der Moment, irgendwie da mehr aufzusaugen als sonst. Ich habe es vorhin im Interview schon gesagt, das wisst ihr bestimmt schon. Es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob ich hier auf irgendeiner Abschiedstournee bin, sondern wir sind mitten im Geschäft hier. Was ich mir für dich wünschen würde, ist, dass du auch mal die Emotionen an dich ranlässt, nicht alles ganz so cool abtust, wie du es jetzt in den letzten Wochen gemacht hast. Lass die Emotionen zu, ich weiß, die sind bei dir da und es ist auch mal okay, Gefühle zu zeigen. Kannst du dir sicher sein, Leon, ich lasse das emotional zu. Nur ich habe tatsächlich den Eindruck, dass bei mir nicht diese Emotion entsteht, die aktuell andere von mir erwarten. Es ist sein 750. Spiel im Trikot des FC Bayern München. Ein Leben für den Verein. Also ich will das nicht bewusst irgendwie cool von mir weghalten, sondern ich will das schon fühlen und ich fühle es auch. Legende. Und was ich fühle, ist eben schon einfach eine ganz brutale Wertschätzung. Für diese Wertschätzung, Danke für alles, unsere Nummer 25, Thomas! Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was genommen wird. Also ich wüsste nicht, wieso ich weinen soll. Hey Thomas, ich muss mich bei dir bedanken für die schöne Zeit mit dir. Du warst auch mitunter ein Grund, warum ich zum FC Bayern gewechselt bin. Und du hast immer das Herz am richtigen Fleck getragen. Du bist derjenige, der mich immer unterstützt hat in der Kabine, auch als Kapitän. Und ich bin dir extrem dankbar, dass ich auch durch dich meine eigene Karriere so pushen konnte. Und ich glaube, ohne dich wäre das nicht so möglich gewesen. Und du wirst mir auf jeden Fall fehlen. Ich weiß, wir werden uns immer wiedersehen. Aber ich bin dir so extrem dankbar, das kannst du dir nicht vorstellen.
kann ich zurückgeben. Aber das wissen wir beide. Also, es war nicht nur eine lange Zeit, sondern auch, jetzt hast du mich fast gehabt. Weil da geht es ja jetzt um den Menschen. So, also, wir haben immer gewusst, ohne dass wir jetzt jede Sekunde miteinander verbracht hätten, auch außerhalb des Spielfelds, dass wir uns vertrauen, dass wir uns schätzen, dass wir am Ende mit einer Zunge auch sprechen als Führungsduo. Auch die letzten Spiele oder ich sag mal Umarmungen oder immer wenn wir auch Sachen bejubelt haben, gemeinsam, da war immer noch so dieser, vielleicht das beschreibt so immer, dieser letzte Druck so auf die Schulter, da war immer so noch so ein Nachdrücker, so hey, dir gönne ich es besonders so. Also, und das ja, das waren schöne, danke Manuel. Da schwingt natürlich Nostalgie mit. Nostalgie in dem Sinne, dass ich natürlich weiß, dass ich Bayern-Fan bin. Da schwingt viel von der Kindheit mit, von dem, was ich auch damit verbinde, was für mich der FC Bayern dargestellt hat. Also bei wem soll das Herz roter sein im Sinne vom FC Bayern als bei mir? Eine grandiose Karriere bei einem Verein in der Jugend angefangen. Thomas hat ja von allen am meisten gewonnen, was zu gewinnen gab. Ja, ich glaube, am meisten wird mir er als Mensch fehlen. Er wird ehrlich gesagt an allen Ecken und Enden fehlen. Unser Zusammenspiel bei Nintendo-Spielen werde ich recht vermissen. Die anderen Spiele sind gar nichts. Wenn er jubelt, habe ich oft die Krise bekommen, muss ich zugeben. So wie das ausschaut, wie er da hochspringt und so. Und deswegen wird das auf jeden Fall, glaube ich, jedem fehlen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich ihn jetzt vermisse. Und ich glaube einfach, dass es so einen Typen und so einen Menschen in der Kabine, den wird es nicht mehr geben. Ich hoffe einfach, deine Future wirst du genießen. Liebe Fangemeinde, ihr wart mein Emotionsmultiplikator. Ihr wart meine Fans und gleichzeitig schärfsten Kritiker. Ihr wart meine Wegbegleiter. Schreibblockade. Merci. Schön war's.